Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und im Hintergrund sehen wir jetzt, ja, mal wieder seit langer Zeit einen Gildenraid von von meinem Main-Server. Ich mache es mal noch ein bisschen leiser so, weil, ja, ist ja die ganze Zeit hier diese Geräuschkulisse im Hintergrund. Ja, und es wurde mal wieder Zeit, auf meinem Main-Server in der Gilde hatten wir ja ziemlich lange Struggle gehabt mit dem letzten Raid und das ist wie gesagt jetzt schon sehr lange her. Gut, mal wie gesagt unterm Strich gesagt, ja, ob man jetzt nun die Raids besiegt oder nicht, ja, das ist jetzt nun relativ irrelevant. Allerdings freut man sich ja doch, wenn man schon irgendwie immer ein Stück weiterkommt als Gilde. Ich meine, der Reward, den man dafür bekommt, wie gesagt, ist jetzt nicht unbedingt so hoch, sag ich mal. Ne? Allerdings ist das für mich so ein bisschen eher dieses Messen an schweren Gegnern, um zu sehen, ob sich die Gilde jetzt in der Zeit von einem bestimmten Zeitraum verbessert hat. Ne? Und beim letzten Mal, ich weiß nicht, wie lange es jetzt schon her ist, aber bestimmt schon safe über einen Monat her, haben wir ja mal diesen Gildenraid probiert. Das ist jetzt der 100. Gildenraid. Ja, also es ist genau die 100 jetzt. Und da sind wir letztes Mal einigermaßen knapp dran gescheitert. Ich glaube, wir waren da so bei dem Endboss so bei der Hälfte. Oder ich glaube sogar ein bisschen unter der Hälfte. Also schon knapp, aber noch relativ schwierig auf jeden Fall. Ne? Und jetzt ist eine gute Zeit vergangen. Und vor allen Dingen auch in der Zeit kam ja jetzt auch der Legendary Dungeon, wo sich halt die Leute neu equipped haben. So, und dieser Legendary Dungeon hatte halt nicht 200 Etagen, sondern 100, sodass mehrere Leute sich besser ausrüsten konnten und mehrere Legendary Items farmen konnten und so ihren Charakter natürlich gestärkt haben. So, dann kommt natürlich noch dazu, dass jetzt auch seit kurzem die legendären Edelsteine draußen sind, die auch einen riesengroßen Impact haben. Schon auf einzelne Spieler. Hier sieht man jetzt auch zum Beispiel hier, wir haben hier auch der 409er hier auch eine legendäre Waffe, einen Bogen hier, ne? Und es macht auf den einzelnen Charakter schon einen riesengroßen Unterschied, diese legendären Steine, ne? Und auf die Masse gesehen, auf 50 Leute in der Gilde, macht das natürlich einen sehr großen Unterschied. So, dann kommt natürlich noch dazu die Zeit, die wir jetzt hier die jetzt verstrichen ist. Und ich sag mal, in einem Monat verbessert sich so eine Gilde halt alleine von den Statpunkten her schon ins Positive natürlich deutlich, ne, wenn alle natürlich aktiv sind. So, aber die meisten sind ja halt aktiv hier in der Gilde, auch wenn der Gildenchat jetzt nicht mehr so der alleraktivste ist, sind halt trotzdem die Leute hier noch immer am Leveln und am Stats pushen. Und das Gesamtpaket aus all diesen Faktoren trägt halt dazu bei, dass sich die Gilde halt über den Monat oder wie lange es jetzt her ist, ziemlich stark verbessert hat. Und wir uns gedacht haben, komm, wir versuchen mal wieder unser Glück und schauen mal, ob wir diesen Gildenraid jetzt hier besiegt bekommen. Ne? Um einfach mal zu sehen, so ein bisschen dieses Kräftemessen, ne? Ob man jetzt schon ein bisschen weiter vorangekommen ist oder ob man immer noch so ein bisschen auf der Stelle herumtritt. So, ne? Ich persönlich für mich habe ja in der Zeit auch ziemlich gute Fortschritte gemacht. Ich habe mich jetzt so ein bisschen in den oberen Rängen manifestiert, sag ich mal. Ich taumel jetzt nicht mehr so in diesen Top 10 herum, von Platz 1 bis Platz 10, dass da alles dabei ist. So, jetzt bin ich meistens in den Top 3 bis 5, sag ich mal. Das ist so meine Range, in der ich mich aufhalte. Das hat halt erstmal damit zu tun, dass ich mich stat-technisch stark verbessert habe durch den Legi Dungeon und halt zum Großteil auch durch meine Waffe. Ne? Da diese jetzt eine etwas geringere Spanne hat als die Waffe, die ich davor hatte, taumel ich halt auch nicht mehr so heftig in der Ehrenhalle hin und her, sodass ich mal gegen Leute, gegen die ich einfach gewinnen müsste, jetzt konstant
gewinne und nicht, dass da mal irgendwie so ein Ausbrecher dabei ist, wo ich einen schlechten Crit raushaue und er mich crittet und ich nochmal einen schlechten Crit oder einen schlechten Treffer raushaue, weil meine Spanne halt so hoch ist. Kann sie halt auch genauso niedrig sein, so, und dann deswegen ist die Chance halt höher, dass mich so ein niedriger halt auch relativ gut klatschen kann. So, das passiert mit einer konstanteren Spanne halt eben nicht und deswegen ist das halt ein bisschen ausgeschlossener und ich habe mich halt ein bisschen besser, ich stagniere besser in der Ehrenhalle jetzt dadurch halt, ne? Ja, denke ich mal, wir skippen mal ein ganz klein bisschen voran. Die nächsten Tage, ich denke mal morgen oder so, wird auch schon der nächste Gilden-Raid kommen. Ja, also es ist schon einigermaßen klar, dass wir jetzt hier diesen Gegner besiegt haben. So, ne? Also ich habe jetzt mal ein bisschen gespoilert, aber ihr konntet euch das wahrscheinlich schon denken. Dadurch halt, dass, wie gesagt, der letzte ist halt, den hatten wir, wie gesagt, vor einem Monat gemacht und da hatten wir ihn auch schon fast besiegt gehabt. So, und jetzt innerhalb dieser Zeitspanne, was da alles halt auch kam, Dungeon, Legendary Steine und sowas, könnt ihr euch denken, dass wir diesen Gegner jetzt hier zur Strecke gebracht haben. Und morgen wird dann wahrscheinlich auch gleich der nächste Gilden-Raid anstehen. Ja, also wahrscheinlich dann gleich 2 Gilden-Raids hintereinander. Und das ist ziemlich, ja, also es ist mal eine kleine Abwechslung auf jeden Fall. Ich denke mal, der ein oder andere, den interessiert das vielleicht auch so ein bisschen, was unsere Gilde macht, bei welchem Raid wir sind und wie so die Dungeon-Gegner aussehen hier auf unserem Level. Weil wir ja schon eine Gilde sind, die ein bisschen älter ist und dadurch halt ein bisschen stärker natürlich ist, so, ne? Genau. Und das ist auf jeden Fall ziemlich interessant, finde ich. Und es kommt ja auch nicht allzu häufig vor, sag ich mal, ne? Also, man hängt ja an so einem Gilden-Raid hier schon relativ lange, so. Und die besten Gilden, das wurde mir unter dem letzten Video geschrieben, als ich hier diesen Gilden-Raid mal aufgenommen hatte, die waren jetzt, ja, ich habe schon wieder vergessen, das ist schon wieder zu lange her, aber die waren jetzt, glaube ich, bei Gilden-Raid 110, 115 oder nicht mal, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall sind die halt nicht sehr, sehr weit. Ich glaube nicht mal, ich glaube 110 oder so vielleicht jetzt mittlerweile, ich weiß es nicht, können die ja nochmal, die Top-Gilden können das ja, falls sie hier zugucken gerade, das nochmal hier reinschreiben und wie weit ihr da jetzt momentan seid, ne? Aber auf jeden Fall nicht viel höher als wir, so, ne? Und deswegen gibt es halt so eine Gilden-Raid-Videos relativ selten, so, weil man halt auch relativ schwer da vorankommt. Wir haben jetzt, wie gesagt, einen riesengroßen Power-Spike gemacht in der Zeit, jeder von uns hier, oder zumindest viele von uns, und deswegen werden wir erstmal, denke ich mal, schauen, ein bisschen rasieren, die nächsten Gegner, wie weit wir kommen, keine Ahnung, lasst euch überraschen. Und dann wird es irgendwann wieder einen Gegner geben, wo wir dann uns die Zähne dran ausbeißen, wo wir dann erstmal wieder lange Zeit warten müssen, bis wir den als Gilde besiegt kriegen, so, ne? Und weil es halt in der Zeit erstmal jetzt keine großartigen Events geben wird, wo man sich halt so doll verbessern kann. So, jetzt kommen die Legendary Steine, jetzt wird sich jeder Legendary Steine reinknallen. So, das ist halt der Power Spike, den wir jetzt haben. Der Legendary Dungeon ist vorbei, da kommt jetzt erstmal wieder nix. Und wenn sich jeder legendär ausgerüstet hat, was die Steine angeht, dann ist erstmal das Zenit erreicht und dann haben wir erstmal unser oberstes Niveau erreicht, sag ich mal so, ne? Ja, und danach müssen wir uns wieder überraschen lassen, wann wir weiterkommen. Dann heißt es wieder einfach nur hart weiter grinden. Wie gesagt, bei dem Gegner hier saßen wir ja auch wirklich Monate, bis wir den jetzt besiegt bekommen haben. Und ohne diesen Power Spike durch diese neuen Events wäre das halt auch nicht möglich gewesen, sag ich mal so, weil wir dann halt einfach stumpf weiter grinden müssen, stumpf unsere Stats weiter pushen müssen und halt warten, bis wir dann von alleine irgendwann besser sind. So, jetzt kamen halt externe Mechanismen neu ins Spiel dazu und haben uns jetzt halt einen Vorteil erschafft dadurch. Und deswegen, sind wir auf jeden Fall, wie gesagt, als Gilde stärker geworden und
Das ist auf jeden Fall cool zu sehen, dass wir da noch so Progress machen. Und ja, ich denke mal, das wird aber nicht bei mir so oder bei unserer Gilde alleine so sein. Das wird, denke ich mal, bei allen Gilden so sein. Das heißt, da, wo wir jetzt so ein bisschen aufgeholt haben an Raids jetzt vielleicht, da werden die jetzt die Nase vorne haben, die stärksten Gilden natürlich auch ihre Power Spikes machen und noch weiter nach oben pushen. Deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt, wo die Leute jetzt so momentan sind mit ihren Raids, so die allerstärksten Gilden weltweit. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ob da auch dementsprechend ein paar Fortschritte gemacht worden sind, so wie es halt bei uns auch war. Also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass man deutlich stärker dadurch geworden ist. So, wir skippen mal und da sind wir jetzt auch schon hier beim Endboss. Den lassen wir jetzt mal durchlaufen. Ja, der Boss, Stufe 500. Ne? Ziemlich interessant. Ich habe den Fight hier noch nicht gesehen. Ja, also ich lasse mich jetzt selbst überraschen. So, ich jetzt als erster Gegner mit vollem Leben bin gespannt, was ich da jetzt ausrichte an dem Boss hier. Ne, ob ich da eine gute Vorarbeit leiste. So, ne, ich habe ja jetzt ein bisschen mehr Leben. Also ich bin ein bisschen tankiger geworden, so auf jeden Fall. Was ganz nice ist. Schade. Ich dachte, ich überlebe noch einen Hit, aber ich habe gutes Leben auf jeden Fall abgezogen. Jetzt kommen ja unsere ganzen Magier hier. Und ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, dadurch, dass das ja ein Krieger ist hier. Ne? Haben es die Magier auch nicht so leicht, aber ja. So, und deswegen schauen wir mal. Ist auf jeden Fall immer lustig zu sehen, weil die letzten 3 Kämpfe oder 4 Kämpfe gehen immer schnell vorbei, weil unsere höchsten 4 aus der Guild sind halt alles Magier so, ne? Und da ist es halt dann entscheidend. Ne? Also wir haben nicht so eine Kämpfe, die sich so in die Länge ziehen, sondern eher so die Hau drauf Sachen so. Ne? Hier haben wir noch jemanden, den Seth mit der letzten legendären Waffe. Die habe ich tatsächlich nicht. Ja, die war ja aus dem letzten Legendary Dungeon. Die habe ich nicht bekommen. Ne? Aber wir werden mal sehen, dass wir die noch vielleicht eines Tages bekommen. Ja, 2,5, ja, aufgerundet, Millionen Erfahrung hat uns dieser Raid gegeben. Also das ist jetzt nicht der Rede wert, sag ich mal so, ne? Aber es ist auf jeden Fall, wie gesagt, eher dazu da, dass ja, man sieht, wie man sich als Gilde halt verbessert hat. So, der war relativ close, ne? Wie gesagt, beim letzten Mal waren wir, glaube ich, ja, so bei hier so viel Leben so ungefähr, was den Lebensbalken angeht. Jetzt haben wir ihn besiegt, ganz knapp, ne? Ein Treffer hätte auch noch gereicht, dann wäre hier der Seth auch down gegangen, dann hätten wir ihn wieder nicht geschafft. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der nächste Gilden-Raid aussehen wird, ob wir ihn schaffen oder nicht. Das seht ihr dann morgen. Ne? Ich hoffe, euch gefällt ja, das auch mal so ein bisschen als Abwechslung. Ich werde auf jeden Fall jeden Gilden-Raid festhalten, den wir besiegen, so, weil ich das einfach auch dokumentieren möchte alles. Und ja, deswegen seht ihr da auf jeden Fall morgen den nächsten Versuch. Wie gesagt, wir haben, nachdem wir diesen hier besiegt haben, gleich den nächsten probiert und das Ergebnis seht ihr dann morgen. Gut, das soll es soweit gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.